Günther, schön, dass wir uns mal wieder treffen und ein bisschen Zeit haben. Erste Frage, die ich an dich habe, wenn man aus einem Ärztehaushalt kommt, Medizin studiert hat, warum wird man Tennistrainer? Ja, das war vollkommen ungeplant. Es ist so, dass ich während des Studiums immer Trainerstunden im österreichischen Leistungszentrum in der Südstadt gegeben habe. Und da habe ich dann Kontakt zu den österreichischen Spitzenspielern damals gekriegt. Einer davon war der Horst Skoff. Und der hat mich dann 1986 gefragt, ob ich mit ihm auf Tour gehe. Der ist damals ausgesondert worden beim Verband. Und ich habe mir gedacht, ich werde das mal ein halbes Jahr probieren, war reiselustig und bin aber dann hängen geblieben. Lange Zeit, über 30 Jahre. Ich glaube, du hast 27 Top 100 und auch Top 10 Spieler betreut. Und du hast unterschiedliche Spielercharaktere gehabt. Also ich habe nochmal diese ganzen Personen durchgesehen. Da war zum Beispiel ein Amos Mansdorf, an dem sich viele gar nicht mehr erinnern können. Du hast Gulbis gehabt, ein verrückter Vogel, mit dem ich aber irgendwie immer ausgekommen bin. Du hast jetzt Dominik Thiem, einen, wo alle sagen, boah, das ist ein richtig höflicher Typ. Du hast mit Becker als junger Trainer damals sicherlich einen sehr speziellen Charakter gehabt. Was hast du aus der Zeit gelernt? Weil ich denke mir manchmal, vielleicht lernen sogar Coaches viel mehr als die sie trainieren in einigen Phasen. Das ist richtig. Also vor allem zu Beginn einer Coachlaufbahn ist es so, dass man von den Spielern, wenn man gut aufpasst, wahrscheinlich mehr lernt als die Spieler von einem selber. Es ist so, dass mir halt die Karriere als Spieler abgeht. Ich bin ein Quereinsteiger. Ich habe eben, wie gesagt, Medizin studiert und habe daneben nur Stunden gegeben. Die Gelegenheit, dann mit extrem vielen verschiedenen Spielertypen, nicht nur charakterlich, sondern auch von der Spielanlage her, verschiedenen Spielertypen zu arbeiten, ist doch eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich gewesen. Und das war sicherlich die ersten 5 bis 10 Jahre. Also war das Hauptaugenmerk von mir, von den Spielern lernen. Nicht nur von denen, mit denen man selber arbeitet, auch von denen man halt ein Tag an, Tag aus auf die Finger schauen konnte. Und vor allem auch von den Coaches, die mit denen gearbeitet haben. Dann kennen wir ja beide unseren Freund Boris ganz gut, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wie schwierig ist das, sagen wir mal, du warst ja kein Einsteiger mehr, aber als für so einen Mann relativ junger Trainer, wie viele Kompromisse muss man da eingehen? Inwieweit setzt man sich da durch als Coach? Wie schwer ist das? Einerseits war es einfach, weil der Boris mir den Beginn sehr, sehr leicht gemacht hat. Es war so, dass der damals gleich beim allerersten Turnier nach langer Durchstrecke in Basel gewonnen hat. Danach ist es dann nicht so gut gelaufen. Er hat dann in Tokio und in Stockholm relativ früh verloren. Hat aber dann Paris Indoor gewonnen. Das erste Mal damals, glaube ich, seit 10 oder 12 Monaten wieder einen Top-10-Spieler geschlagen. Und es war natürlich für einen Trainer ein optimaler Einstieg. Und für ihn war es wichtig auch, dass er seine Entscheidung wahrscheinlich in der Öffentlichkeit rechtfertigt, sich daher besonders angestrengt hat. Und ein großes Plus war einfach der geringe Altersunterschied. Ich meine, er ist ein 68er oder 67er Jahrgang, ich bin ein 61er Jahrgang. Das mag es in einigen Dingen, was Autorität anbelangt, sicherlich schwierig machen. Auf der anderen Seite ist es doch so, dass man da viele Dinge in gleicher Weise sieht. Sobald es zu den Auseinandersetzungen gekommen ist, wo man halt sehr unterschiedlicher Ansicht war, habe ich sicherlich den Fehler damals gemacht, dass ich da mich versucht habe, auf Gedeih und Verderb durchzusetzen. Und das ist dann halt in dem Fall wie mit Boris quasi klar, dass der das nicht akzeptieren würde. Jetzt hast du aber auch ein Projekt natürlich mit Domi, den du schon seit jungen Jahren kennst und quasi auch trainiert hast. Diesen Riesenschritt damals gegangen bist, dass du dem einfach verklickert hast, Junge, du musst deine Rückhand ändern. Ich habe gestern mit ihm noch darüber geredet, er hat gesagt, das war schon eine schwierige Zeit, das war für mich fast eine Krise, aber er hat da halt auch vertraut. Ihr habt, glaube ich, auch viel drüber gesprochen. Wenn du jetzt heute einen Youngster siehst, was sind für dich Faktoren, wo du sagst, das ist ein interessanter Spieler. Ich glaube gar nicht, dass das mal so ist, dass es jetzt eine riesen Vorhand, riesen Rückhand sein muss. Was sind die Faktoren, wo du sagst, boah, der ist interessant, den schaue ich mir mal näher an? Das ist altersabhängig, aber wenn jemand sehr, sehr jung ist, so wie der Dominik damals, so zwischen 6 und 10 Jahren ist, das meine ich, ist für mich entscheidend, wie sicherlich einmal ein paar körperliche Komponenten. Also für mich ist wesentlich, dass die Spieler, da bin ich überzeugt davon, die Erfolg haben möchten, sehr schnellkräftig sein müssen, sowohl was die Beine als auch die Arme anbelangt. Das andere ist aber sicherlich sind in erster Linie charakterliche Eigenschaften, dass jemand erstens einmal den Sport, den er da sich einbildet, zum Beruf zu machen, dass er den wirklich über alles liebt, dass er bereit ist, für den Sport alles zu opfern, weil der Aufwand, der sicherlich von dem Sportler in erster Linie, aber auch von den Eltern und
in dritter Hinsicht sicher auch sehr viel vom Trainer. Die Energie und die Zeit, die da investiert wird, die ist nur gerechtfertigt, wenn der Sportler dann auch wirklich sich 100%ig auf eine professionelle Karriere ausrichtet. Das sind Dinge, wenn man das Gefühl hat, jemand ist also charakterlich so, dass er das über einen Zeitraum von 10 Jahren hindurch aushält, dann ist das für mich ein Sportler, mit dem es sich immer lohnt zu arbeiten. Die Dominik-Thiem-Methode, dein Buch, kann ich übrigens sehr empfehlen. Da ist mir ein Satz eigentlich auch vor allen Dingen haften geblieben: Talent ist uninteressant. Das hört sich jetzt erstmal provokant an, weil wir reden immer alle von diesen Megatalenten, die es gibt. Erklär mal, was du damit meinst, weil ich glaube, das auch für viele Trainer interessant ist und vielleicht auch für viele Eltern. Also Talent wird immer so dargestellt, dass das Leute sind, die mit weniger Aufwand mehr erreichen als andere. Das ist etwas, was es für mich definitiv nicht gibt. Es ist so, dass die Leute, die besonders erfolgreich sind, natürlich über gewisse körperliche, motorische, auch geistige Voraussetzungen verfügen müssen, aber den großen Unterschied macht die Arbeit, die Leute in ihren Beruf investieren. Und stammt ja nicht von mir, das ist ein viel gescheiterer Mensch, nämlich der Albert Einstein, der gesagt hat, 1% Genie und Talent und 99% Arbeit. Das sind die Dinge, die sich bei mir in meiner Trainertätigkeit immer wieder bestätigt haben, dass die Leute, die über einen langen Zeitraum sehr intensiv und natürlich auch richtig gearbeitet haben, dass das diejenigen waren, die erfolgreich sind.